Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von Hunter und Kron. Heute mit Pixelstücke. Ein Zeichenspiel für Leute, die nicht zeichnen können und richtig erraten. Wir pixeln hier die Begriffe wie in der guten alten Zeit. Das bedeutet, jeder hat hier so einen schönen Monitor, der ist magnetisch und hier hat jeder dann noch solche Pixel. Es gibt so normale schwarze Pixel, davon gibt es eine ganze Menge. Und dann gibt es einen roten Pixel und einen roten Pfeil, um bestimmte Bereiche von meinem Pixelstück dann hervorzuheben. Diese ganzen Pixel müssen hier immer schön pixelig, quadratisch in mein Raster passen. Ich kann ja also nicht irgendwie pixeln. Einzige Ausnahme, dieser rote Pfeil, den kann ich quasi frei irgendwie hier verteilen, um bestimmte Punkte besonders hervorzuheben oder anzudeuten, dass es in diesen Bereich geht, der irgendwie erraten werden soll. Pixelstücke wird in Teams gespielt. Das bedeutet, mehrere Leute pixeln den gleichen Begriff und der dann am Ende weniger Pixel gebraucht hat, zeigt sein Bild zuerst. Wir schauen das einfach mal. Ich zähle meine Pixel. Ich habe eine ganze Menge, 17 Pixel gebraucht. Ja, ich habe für den gleichen Begriff nur 7 Pixel gebraucht. Das bedeutet, Hunter zeigt jetzt seinen Monitor zuerst und ihr als Rater habt eine Sanduhr Zeit, den Begriff zu raten. Was euch nicht gelingen wird, würde ich mal behaupten, weil es einfach nur ein kruder Haufen Pixel, kann alles Mögliche sein. Das ist doch völlig klar. Kein Hund, Ihr wisst es, kein oder? Tisch, Ihr wisst es. keine Antenne, kein Berg, Ist doch auch kein Gewichtheber. mein geniales 7-Pixel-Stück. Ja, und dann ist halt irgendwann die Zeit abgelaufen. Lalalala. Wir können das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Wenn die Zeit dann abgelaufen ist, niemand hat es erraten, dann würde auch mein Pixelmeisterwerk umgedreht werden und die Rater sehen nun beide Bilder, was oft natürlich ein Vorteil ist. Also erstmal hat der mit mehr Pixel natürlich mehr Pixel gehabt, um sein Bild zu dämpfen. Zweitens sehen die Rater nun beide Bilder und erkennen nun tatsächlich, dass ein Dromedar gesucht ist. Genau. Und in dem Fall hätte dann Kron einen Punkt gemacht, wenn ihr es in der Zeit erraten hättet. Ich wäre leer ausgegangen und natürlich der es errät, der bekommt auch einen Punkt. Sollte es trotz beiden Bildern nicht gelingen, den Begriff zu erraten, gibt es auch noch einen Tipp, wobei dann die Pixeler komplett leer ausgehen. Da haben quasi einfach nur die Rater noch eine Chance, einen Punkt zu machen mit dem Tipp und beiden Bildern. Ja. Das heißt, das Besondere ist, es ist ein Teamspiel, weil mehrere Leute den gleichen Begriff pixeln, aber gleichzeitig spielt jeder für sich selbst, weil jeder möchte, dass der Begriff natürlich genau in dem Moment erraten wird, wenn seine Tafel umgedreht wird. Und die Kunst besteht eben darin, möglichst wenig Pixel zu brauchen, um als erster dran zu kommen und möglichst exakt den Begriff trotzdem darzustellen. Ein Elefant mit 20 Pixeln gepixelt, aber es geht natürlich noch mit weniger. 19, 16, 15, 13, 11, 8 und 7. Schon wieder 17. Wie viel ist nochmal der Pfeil? Der rote Pfeil zählt wie 2 schwarze Pixel und das rote Viereck wie 4 schwarze Pixel. Ja, ich habe 3. Dann, Deswegen darf ich natürlich aufdecken und ich kann einfach nur sagen, brillant. Weil jeder sofort sieht, gemeint ist das Dach. ein Dach, ja. Tatsächlich gar nicht so schlecht. Meins ist wieder sehr umständlich. Ein großes Haus mit einem Pfeil, der auf dem Dach zeigt. Und da sieht man eben schon, es zahlt sich dann eben manchmal doch aus, wirklich marginal zu pixeln, weil letzten Endes ist es fast einfacher zu erkennen als das hier. Das kann auch ein Riese sein oder ein Stockbett oder keine Ahnung. Hier ist zum Beispiel von meinem 7-jährigen Sohn der Zyklop. 2001 im Weltraum. Die Daltons. Tetris. Pixelstücke ist wirklich ein ganz, ganz tolles Partyspiel. Originell. Es macht unheimlich viel Spaß, hier kreativ zu werden. Ich finde es entspannend. Ja, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass das alles, das Konzept zieht sich hier wirklich durch. Von der Anleitung, die in Pixelschrift geschrieben ist, selbst die Siegpunkte sind Pixel. Es ist alles
verpixelt. Das Gewinnen, finde ich, ist auch hier nicht so im Vordergrund, sondern es geht einfach darum, man freut sich einfach total, wenn einem ein richtig originelles Pixelstück gelingt oder wenn man ein extrem kryptisches errät. Das ist einfach immer toll. Und was ich besonders schön fand, ist, dass in der Schachtel so eine Art kleine Ahnengalerie drin ist, wo man die besten Pixelstücke, die so in den Runden aufgekommen sind, die kleinen Meisterwerke, die kann man da reinzeichnen und sozusagen für die Ewigkeit festhalten. Das ist schon fast eine kleine Familienerinnerung. Ihr hört, wirklich in den Karton hineinmalen. Es ist dann dafür immer drin.